Hi meine Süßen und willkommen zurück. Ihr hattet euch mehr Sachen aus dem Drugstore gewünscht und dem will ich gerne nachkommen. Wir haben heute echt ein ganz cooles Video, denn ich habe mir überlegt, ich mache mal einen ganzen Look nur mit Produkten aus dem Drugstore und nur von einer Marke. Mein Make-up-Artist-Herz schlägt ein bisschen unregelmäßig, deswegen, weil ich natürlich Schiss habe, was ist, wenn da nicht die richtigen Produkte bei sind? Was ist, wenn das doof aussieht? Was ist, wenn ich nicht alles kriege? Aber wir haben es mit Essence zu tun. Ich habe beschlossen, nur Essence-Produkte zu benutzen und da bin ich tatsächlich erstaunt gewesen, dass ich alles abdecken konnte. Jedes einzelne Produkt habe ich gefunden, das ich sonst in meiner Make-up-Routine benutzen wollen würde und zu einem echt affordable Preis. Wir haben 2 Foundation Shades, wir haben Concealer, wir haben mehrere Lippenprodukte, wir haben 2 Lip Liner, wir haben eine Lidschattenpalette, wir haben Highlighter, Blush, Cream Contour, Bronzer, Puder, alles da, Wimperntusche. 15 Produkte für, ich glaube, 60 Euro. Ich blende das ein. Was genau? Aber ja, wir machen jetzt einfach mal einen Look. So, ich habe alles bestellt, was ich sonst auch so benutzen wollen würde. Ich mache eher so einen Daytime-Look, ne? Irgendwas Unaufgeregtes, Nettes, was auch jeder so nachschminken kann. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, das wird ganz schön cool. Ihr wisst, ich liebe Primer. Ich benutze eigentlich immer irgendeinen Blurring Primer, einfach weil auch hier so ein bisschen ne, Akne-Textur und alt. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich einen Primer finde. Und der heißt Silky Blur Poreless Primer von Essence mit Niacinamiden. So sieht er aus. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Okay. Der fasst sich an, wie sich so ein Primer anfassen soll. Fühlt sich gut an. Sieht es jetzt mega blurry aus? Nö. Aber auch erstmal nicht schlecht. Lass uns mal überraschen. Essence hat eine neue Stick Foundation auf den Markt gebracht. Und zwar den Essence Foundation Stick. Sehr innovativer Name. Muss man sagen, 48 Shades, glaube ich, oder 43 oder so. Ne, da können sich ganz viele andere Häuser mal wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ich mag eine Stick Foundation super gerne, also gerade als Drag Artist. Ne, wir alle haben den Kryolan TV Paint Stick in unserer Make-up-Routine fest verbaut. Das ist natürlich super hochpigmentiert und super gritty. Es gibt den natürlich auch noch in viel feiner. Ihr habt mich schon die Vanish Sticks von Hourglass benutzen sehen, die liebe ich auch sehr für Drag, weil die Coverage hoch ist, aber die sind halt ganz, ganz smooth und ganz, ne, ein bisschen blurry, ein bisschen dies, ein bisschen das. Sehr elegant. Ich liebe aber auch, ich habe jahrelang nur mit der Bobbi Brown Foundation in Stickform gearbeitet. Ich hatte die BBU-Palette, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wahrscheinlich nicht, immer in meinem Kit. Das war mein Go-To eigentlich und da sind, ich weiß gar nicht, 20 Stick Foundation Shades, glaube ich, drin. In der Liebe Stick Foundation. Das Schöne ist, ne, man kann mit der gut reisen, man kann die in die Handtasche tun, es läuft nichts aus, es wird nicht messy, man kann die Coverage halt gut bestimmen und bei so einer großen Shade Range, also ne, ihr könnt hier easy euren Concealer Shade, euren Foundation Shade und euren Contour bzw. Bronzer Shade aus diesem Ding auswählen und dann einfach mit 4 oder 5 Sticks reisen und die Dinger kosten pro Stück 5 Euro, 4,99 irgendwie so. Das ist schon alles echt geil. Jetzt müssen wir natürlich gucken, kann die was? Sieht die gut aus im Gesicht? Und ich habe hier die Shades 150 und 170, weil, und auch das ist schön, Essence zeigt ganz klar auf der Website, was die kühlen Untertöne sind, was die warmen Untertöne sind. Man kann das dementsprechend raussuchen. Und das sind hier die beiden Light, Medium, Cool Shades, 150 und 170. Und jetzt gucken wir mal, welcher davon mir am nächsten kommt. Ich glaube, der 150er ist schon mal eine ganz gute Wahl, aber wahrscheinlich bin ich eher so irgendwo dazwischen. Das sieht eher aus wie ein Highlight Shade, but it's not so far off. Ich weiß nicht, wie viel Coverage die haben, deswegen trage ich jetzt erstmal ein bisschen großzügiger auf. Gehe jetzt mal mit dem 170er gleich drunter. Ja, wie ich gedacht habe, ich bin irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn wir die zusammenblenden, sind wir wahrscheinlich ganz gut dran. Ich nehme wie immer meinen It Cosmetics Heavenly Luxe, die Foundation Brush. Oh, hallo? Das ging jetzt super fix. Habt ihr das gesehen? Das war schwupps. Bin einmal drüber mit dem Pinsel und sofort war die eingeblendet. Und schön blurry. Okay, Essence.
Okay. Also ihr seht das, ne? Das geht super fix. Ihr geht einmal drüber und sofort macht. Und die Coverage ist ja da und the Blur ist da, aber es ist einfach, verblendet sich super schnell. Okay, I'm actually really impressed. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach, es geht super schnell. Ich benutze den mal fast wie ein bisschen Concealer, weil von der Coverage her kommt es ja auch hin. Ich hole euch mal näher ran. Also ne, ihr seht das schon, das ist wirklich, das sieht richtig gut auf der Haut aus. Blurry. It's nice. Das freut mich natürlich tatsächlich, weil ne, Essence und ich, wir kommen beide aus Hessen. Und ich finde es auch cool, ne, weil das ist eine deutsche Marke, ohne dass ich jetzt übermäßig patriotisch bin. Also so gut kennt ihr mich ja auch. Aber das ist natürlich schon mega, dass die sich international so gemausert haben, dass ne, Essence wird immer wieder auch in den Videos von irgendwelchen InfluencerInnen erwähnt als die beste Wimperntusche, als das beste dies, das beste das. Ne, dass das eine deutsche Firma geschafft hat und gerade noch eine, die aus meiner Heimat kommt, aus Hessen, das finde ich dann schon geil. Der nächste Schritt wäre natürlich Concealer. Wo habe ich den denn hingelegt? Ich habe einen gefunden, den hier. Essence Stay All Day Waterproof 14 Hour Concealer. Den habe ich genommen in der Farbe 20 Light Rose. Kann sein, dass der ein bisschen zu hell ist für mich, aber wir werden es gleich sehen. Ja, geht aber. Ich habe den mit der Stick Foundation ja schon den Großteil quasi gemacht. Nehme ich einfach die Rückseite hier von meinem Pinsel. Ja, der ist ein bisschen hell, aber nicht dramatisch. Weiß nicht, ob das an dem Primer unten drunter liegt, aber die spielen jetzt nicht super gut zusammen. Das Gefühl, das wird ein bisschen bröselig. Also man kann es, ne? Sobald es dann einklopfst, wieder mit dem Finger ist wieder gut. Aber für eine Sekunde hatte ich kurz Sorge, dass das separiert oder so. All in all nicht schlecht. Als nächsten Schritt würde ich jetzt hier mit einem Bronzer reingehen. Das sind die Essence Baby Gut Bronze Sticks, so kleine Mini-Sticks. So, ich habe den jetzt hier so ein bisschen rausgedreht und mache das, wie ich das mit jedem anderen Bronzer auch machen würde. Ich gehe nicht direkt auf die Haut, sondern erstmal auf den Pinsel, nehme mir da ein bisschen was und arbeite mir das dann ein. Ne, und jetzt würde ich hier so über den Wangenknochen gehen. Ich mache keine richtige Kontur damit, sondern so eine Brontour, ne? Eine Bronzing-Kontur. Das heißt, ich gehe auch über den Wangenknochen auf die Stirn. Überall da, wo die Sonne mich erwischen würde. Das riecht leicht nach Kokosnuss, das finde ich so ein bisschen irritierend, aber vielleicht mögen das Leute. Ich finde die Shade ein bisschen zu rot für mich. Also über den Monitor sieht es gut aus, aber in Real Life hier über den Spiegel ein bisschen zu Sonnenbrand. Aber Leute mögen das vielleicht, I don't know. Und wie gesagt, ich mag keine schimmerigen Bronzer. Ich mag Bronzer matt und baue dann meinen Schimmer nur da auf, wo ich ihn brauche. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass hier Aknenarben sind. Und Schimmer und Narben ist einfach immer eine dumme Idee, weil der Glanz und der Schimmer die Textur betont. Guck's mir aus der Nähe an. It's actually nice. Nächster Schritt ist Blush. Und ich habe hier aus der gleichen Kollektion, würde ich mal vermuten, gleiche Serie, Baby Got Blush. Ne? Das war Baby Got Bronze, jetzt haben wir Baby Got Blush. Auch wieder so ein kleiner Stick. Ich liebe einen Stick Blush, Cream Blush, Stick Blush, was auch immer. Mit dem würde ich jetzt tatsächlich einfach direkt auf die Haut gehen und mache mir hier einfach so ein bisschen Blush hin. Der ist jetzt nicht übermäßig pigmentiert, was ich ganz gut finde. Und müsste sich, ist auch parfümiert, mag ich nicht, aber nicht schlimm. Müsste sich gut vertragen mit allem, was drunter ist. Ja, süße Farbe. Und ne, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, dann wisst ihr, ich mag Blush. Überall ein bisschen im Gesicht. Nicht nur auf der Wange. Ich finde, Blush darf überall sein. Ich habe hier jetzt, sehe ich, dass sich hier in dem Bereich, hat die Foundation sich jetzt ein bisschen, da sind so ein paar trockene Hautschüppchen.
Und da hat die Foundation sich jetzt ein bisschen dran gehängt. Ne? Könnt ihr sehen. Nicht furchtbar schlimm, aber genug, dass ich denke, wäre mit der Hourglass wahrscheinlich nicht passiert. Aber die Hourglass kostet halt dann auch 54 Euro pro Stick und die kostet 4,99. So yes. Overall, I'm still not mad. So, wir haben jetzt hier den Baby Gut Glaze Balm Stick. Das ist für Glass Skin Effect. Habe ich ihm noch dazu geholt. Guck erstmal auf der Hand, was der kann. Auch parfümiert. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht. Das ist einfach nur so ein very shiny Stick. Ich. Ehrlich gesagt, das Gefühl, dass der mir die Coverage hier wieder runtergeholt hat. Ja, von dem halte ich nichts. Den können wir wieder wegtun. Ich glaube, sowas ist super, wenn ihr super gute Haut habt sowieso und unten drunter jetzt nicht viel Produkt liegen habt. Aber das jetzt auf 2 Schichten Stick Foundation plus Blush plus Bronzer, das oben drüber zu machen, war eine dumme Idee. Wir haben jetzt die Foundation Sticks gemacht, wir haben Blush, wir haben Bronzer, wir haben diesen kleinen Balm Stick benutzt, den ich jetzt gleich wegschmeißen werde. Den Concealer haben wir benutzt und den Primer. Also so far so good. Das sieht alles schon mal ganz anständig aus. Aber jetzt kommen wir zum Puder. Ich habe mir ein bisschen auf der Seite mich umgeschaut, was es da für Puderoptionen gibt und es gab verschiedene. Den hier fand ich am spannendsten und das ist auch der am besten bewertet wurde, glaube ich. Und zwar ist das der Essence Flawless Skin Trio Loose Setting Powder. Der soll nämlich Blurring, Brightening und Smoothing sein. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da, das sind so 3 Shades von Pink, Peach, Lilac, irgendwas. Also so ein bisschen Color Correcting soll es sein und offensichtlich ein bisschen angelegt an den Givenchy, Poudre, Prisme, Libre, something. Oh, okay, das sieht wild aus. Wir haben jetzt wirklich Pink und Lila und Peach hier gemischt. Ich gehe da mal ran, vorsichtig, mit einer Puderquaste. Nehme mir da mal was raus. Oh je. Okay. Zu so fliederfarbenen Pudern sei gesagt, ne, das machen ja gerade ganz viele Brands, unter anderem Huda Beauty hat eine ganze Kollektion gemacht mit diesem Farbton und das finde ich super. Allerdings ist das vor allem mit Menschen mit sehr warmen Hauttönen gut. Ne? Wenn du olivig bist, wenn du gelb bist, wenn du orange bist, ist sowas hier gut für ein bisschen Color Correction, für ein bisschen Neutralisierung und Brightening. Für Leute wie mich, die sowieso pinke Untertöne haben, ist so ein lilaner Puder, naja, wir werden es gleich sehen. Okay. Also, dafür kann Essence nichts, ne? Ich habe gerade noch darüber gesprochen, dass es für Leute mit meinem Unterton nicht die beste Wahl ist. Und habe es mir dann ins Gesicht gehauen. Aber wir machen jetzt wieder zu, stellen ihn weg. Denn ihr könnt sehen, also ja, der hat ein bisschen geblurrt und so, aber wir haben halt hier dann auch so leicht violette Farbveränderungen in der Foundation, die wir da nicht wollen und nicht brauchen. Hat er mattiert im Vergleich zur anderen Seite? Ja, es ist ein bisschen blurring, auch das. Aber ich will halt kein pinkes, peachy Lilac Unterauge. Deswegen mache ich den Rest meines Gesichtes, pudere ich jetzt mal mit meinem Tried and True One Size Translucent Powder und gut ist. Ich würde sagen, wir haben die Krise erfolgreich abgewendet, aber es sieht trotzdem hier ein bisschen aus, als hätte ich ein bisschen Blush da, der da nicht ist. Ne? Weil da jetzt einfach ein bisschen pinker Puder drin hängt. Ist aber nicht schlimm. Wir wissen, was es ist und wir wissen, es ist meine Schuld. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich mache jetzt mal weiter mit den Augenbrauen. Sie haben hier den Essence Wow What a Brow Pen in Waterproof. Ich habe die hellste Farbe genommen, Light Brown. Es gab keine andere Option. Ich hoffe mal, das ist nicht zu dunkel und nicht zu warm. Okay. Farbe ist nicht hundertprozentig meins. Auftrag war auch ein bisschen schwieriger als bei meinem Elf Pencil. Der ist ein bisschen wachsiger. Bei dem hier habe ich das Gefühl, der ist ein bisschen weicher und dadurch bleibt die Farbe nicht immer hundertprozentig da, wo man sie haben will. Aber I'm not mad. Für Real Life wäre mir das zu dunkel. Für hier im Studiolicht geht's. Aber für draußen wäre es mir zu dunkel. Da hätte ich das Gefühl, ich habe zu viel
das macht mich zu hart. Aber ja, not bad. Ich habe mir zwei Sachen geholt. Ich habe einmal hier so einen Shadow Stick gekauft. Ihr wisst, ich mag sowas gerne. Ne, das ist so ein, wie heißt der, Blend and Line Eyeshadow Stick, Long Lasting in der Farbe Full of Beans. Das ist aber hier so ein schönes, schimmeriges Kupferton, ne? Ein schöner, schimmeriger Kupferton. Den haben wir. Und wir haben hier diese Essence Eyeshadow Palette. Es sieht irgendwie aus wie ein Superman. Ach ja, guck mal, hier ist auch Superman mit drauf. Davon gab es zwei. Es gab eine in doll bunt und es gab einmal hier so eine Everyday Nude Palette. Und wir haben natürlich Everyday Nude genommen, weil das ist der Look, den wir heute machen wollen. Ich überlege gerade, ob wir die kombinieren, ob ich das drunter lege und mit dem anderen drüber arbeite oder ob ich... Ich fange mal mit der an. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Highlighter-Shade hier, mit Truth Seeker. Den packe ich mir auf so eine kleine Blending Brush hier von Marvin. Okay. Und packe mir das als Highlight unter die Augenbraue. Ich mag die Pigmentierung. Ich mag tatsächlich, wie es auf der Haut liegt. Es ist nicht so ultra pigmentiert, dass es nervt, dass man kämpfen muss. Aber es ist genug pigmentar, dass man nicht 2, 3, 4, 5 Mal drüber muss, um ein bisschen einen Farbunterschied zu sehen. So far, so good. Als nächstes gehe ich mal mit Strength hier rein. Wir arbeiten uns quasi durch die alle durch, glaube ich. Und vertiefe mir die Crease. Ich gehe dann gleich hier unten mit dem S-Shield rein. Dem Superman Shield wahrscheinlich. Ist, glaube ich, auch leicht parfümiert. Macht aber genau, was es soll. Ne? Ich habe mir das erst mit so, wie so Windshield Wipers, wie so Scheibenwischer-Bewegungen, habe ich mir die Farbe in die Crease gepackt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt gehe ich einfach nur mit leicht kreisenden Bewegungen oben drüber und blende mir das in meinen helleren Shades ein bisschen rein und hier so ein bisschen raus. Einfach damit der Übergang schöner aussieht, smoother, weicher. Aber ja, das ist die Frage. Also wir haben hier Krypton, ne, das ist der dunkelste, mit dem können wir gleich nochmal so in die Lash-Linie. Ich frage mich halt, was mit den 3 Shimmer-Shades ist. Ich swatch die mal schnell. Das ist einmal Look to the Sky, ist so ein silbriges Weiß. Dann haben wir einmal X-Ray Vision. Das ist eher so ein, ich würde sagen, Champagne-Shade, auch ein bisschen chunky. Und dann haben wir noch Kal-El. Und das ist so ein silbrig-fliedriger Ton. Der gefällt mir am besten. Das sind die 3 geswatcht. Ich nehme mal Kal-El und lege mir den aufs Lid und wir gucken mal, was der kann. Not bad. It's fine. Definitiv nicht die beste Eyeshadow-Formulierung, die man so im Drugstore kaufen kann. Also ne, hier Gender X Beauty ist 10-mal besser, aber it's not bad. Habe jetzt den helleren Shade genommen, Look to the Sky mit so einer kleinen Pencil Brush und mache mir da drin damit so ein Inner Corner Highlight. Ich nehme jetzt mit so einer größeren Pencil Brush nochmal S-Shield, ne, das war unser dunkelster Ton, den wir benutzt haben, und gehe mir damit nur kurz einmal unterm Auge lang, damit das im gleichen Farbton quasi eingerahmt ist. Moment mal, steht hier Creamy? Da steht Creamy drauf, aber es ist hier bei Hope, bei dem stand Creamy so eingestanzt. It's still powdery. Ich meine, er ist creamier than the others, aber spannend. Ich nehme nochmal einen Pinsel und gehe da mal rein. Ja, das ist eine andere Formula, glaube ich. Okay. Das ist eher so ein Hybrid. Aber eine coole Idee, spannende Idee. So sieht die Farbe aus ohne irgendwas drüber. Wenn ich jetzt nur den aufs Auge gemacht hätte, wäre das auch ein cooler Look gewesen. Ne? Einfach nur so ein bräunlichen Ton, Cremeton übers Auge, ein bisschen Mascara reicht oft schon. Aber ja, ich habe den jetzt hier so an den Seiten mit reingeblendet und finde das ganz cute. Und jetzt nehme ich nochmal Krypton hier auf so einer kleinen
Mini-Brush und gehe mir damit quasi nur in die Wimpernlinie. Mit sowas Angeschrägtem gehe ich da rein. Nicht angeschrägt, aber kurzen. Und gehe nur so direkt, so nah wie es geht an meinen Wimpern, lege ich den da hin. Einfach um da so eine leichte Art von Smoke reinzuzaubern. Ich finde das ganz oft viel schmeichelnder als ein Liquid Liner zum Beispiel. Gerade wenn man auch schon ein bisschen älter ist und die Haut nicht mehr so super straff, ist sowas more forgiving, als wenn da so ein harter schwarzer Strich ist, wo dann vielleicht so leichte Brüche drin sind, weil die Haut drunter halt ein bisschen faltig schon ist. Und ihr seht, ich habe es mir ganz oben hier noch in das äußere V so ein bisschen reinschattiert, dass es noch so einen extra Lift gibt. Und rutscht damit jetzt auch nur hier einmal unterm Auge noch so ins äußere Drittel mit rein, mit demselben Ton. Nur um da eine Verbindung herzustellen. Aber das ist schon cute. Nur für so eine kleine Lidschattenpalette, was hat die gekostet? 8 Euro? Kann man machen. Bei Mascara, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist eh klar. Nehmen wir meine Lash Queen Waterproof, die liebe ich ja. Aber ihr seht das ist eine Schicht, separiert die schön und trennt die schön. Wenn ich jetzt eine zweite Schicht drüber machen würde, hätte ich Länge und Drama. Soweit, so gut. Ich habe jetzt keinen Powder Blush oder keine Powder Bronzer oder so dazugeholt, weil ich finde, das reicht auch so. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Blush Stick einfach nochmal drüber. Ja, da ist ein bisschen Puder drunter, aber das stört mich jetzt, glaube ich, nicht. Nur um hier ein bisschen Farbe zurückzuholen. Und ne, machen wir uns nichts vor. Blush ist immer das Erste, was verblasst, vor allem Cream Blush. Verblasst super schnell. Das ist also jetzt kein Qualitätsmerkmal, dass ich da ein bisschen nachlegen muss. So, und letzte Kategorie sind die Lippen. Ich habe 2 Lip Liner gekauft. Und zwar ist das der Essence 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. Einmal in der Farbe Silky Hazelnut, das ist eher so ein mauviges Braun. Und einmal in der Farbe Rosy Nude, das ist pretty much what it says. Also zumindest sahen sie so auf der Website aus. Ich habe sie noch nicht geswatcht. Let's try. Rosy Nude zuerst. Ja. It's a Rosy Nude. Und Silky Hazelnut daneben. Ja. Ein bisschen braun. Nicht so mauvig, wie ich gedacht habe. But still cute. Ich glaube, mit der fange ich an, mit der Hazelnut. Oh ja. It's actually a really good shade. Weil, ne, ist dunkel genug, aber nicht zu dunkel. Nicht zu warm. I'm into it. Ich werde jetzt die andere aber nicht umsonst gekauft haben, deswegen nehme ich die jetzt ein bisschen und lege die direkt daneben. Als a transition shade maybe. I'm not mad at either. Ich habe einen Lippenstift gekauft und eine Lippenpeptide Treatment Glossy Something Geschichte. Jetzt gucken wir uns erstmal den Lippenstift an. Das ist Essence Hydrating Nude in der Farbe 303 Delicate. Okay, das ist nicht doll pigmentiert, das finde ich schon mal gut. So sieht der Shade aus. Gucken wir uns mal an. Bisschen wachsig, finde ich die. Von all dem Scheiß, den sie parfümieren, ne? Hier ist alles parfümiert. Die komischen Sticks sind alle parfümiert, selbst die Lidschattenpalette ist parfümiert und der riecht nach Wachs. Bäh, nee. 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 Weder Konsistenz noch Geschmack, Geruch. Der schmeckt ein bisschen wie abgelaufen. I don't think it is. Aber ich mag auch die Consistency nicht. Die ist einfach zu wachsig. Das war mir nix. Dann nehmen wir hier das Super Peptide Glossy Lip Treatment Coralized. That's what I wanted. Schmeckt ein bisschen wie irgendwas zum Backen oder so. Oh, but I like this one. This one's really cute.
Okay, Final Thoughts. Overall muss ich sagen, ich meine, wir haben den ganzen Look für unter 60 € gekriegt. Das kostet bei mir sonst eine Foundation. Machen wir uns nichts vor. Oder eine Foundation und einen Concealer zusammen. Insofern ist das ein mega Deal. War alles perfekt? Nein. Aber einige Sachen davon lohnen sich tatsächlich. Also ich halte mal hoch, was ich nachkaufen würde. Die würde ich sofort nachkaufen. Also ne, hier Mascara, Lippe, der Blendstick, diese beiden Mäuse und auch die beiden Lip Liner. Ne, das sind die Sachen, die würde ich blind sofort nochmal nehmen. Das ist super Qualität. Den schmeiße ich jetzt sofort in die Tonne. Gute Nacht. Die Foundation Sticks, finde ich, kann man machen, wenn man sparen will und eine Stick Foundation gerne haben will. Die tut nicht weh, aber wenn man, ja, würde ich jetzt nicht in allen Farben anschaffen. Für mich kann man aber mal machen. Da tut man sich keinen Disservice mit. Die Eyeshadow-Palette das gleiche. Brauche ich nicht nochmal, aber die matten Shadows waren gut. So, Brow Stick, wie gesagt, andere Farbe, aber Konsistenz schön. Meh. Und mit dem Puder, das hier war jetzt für mich persönlich nichts, aber das liegt eher an mir. So, da habe ich die falsche Farbe benutzt. Ne? Gut, ihr Süßen. Habt ihr Lieblingsprodukte von Essence, von denen ich nichts weiß, die ich ausprobieren sollte, dann sagt mir das gerne. Oder habt ihr eine andere Brand, wo ihr sagt, macht doch da mal ein ganzes Gesicht von. Geht doch mal in den Drugstore und kauft mal einfach alle Produkte von XYZ. Dann mache ich das gerne. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ne, ihr kennt das Prozedere. Folgt mir, teilt meine Videos, liken, kommentieren. Ich freue mich über alles, über jede Interaktion, wenn sie respektvoll ist. Aber ja, ich sehe euch im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bussi. Tschüss.